48 Angler, 24 Boote, 12 Nationen, 3 Zielfische und ein Pokal. Der YPC Boat 2024 wird euch präsentiert von Adventure in Fishing. I'm Adventure, my life is fishing. Shimano, closer to nature, closer to people. Und dem B1 Boat Center, wir bauen dein Boot. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 5. Folge des YPC Boat 2024 und damit zur ersten Hälfte des ersten Angeltages in Gruppe C. Kopf der Gruppe ist YPC Boat Titelverteidiger Westin, der dieses Jahr jedoch mit einer völlig neuen, jedoch keinesfalls weniger schlagkräftigen Bootsbesatzung an den Start geht. Der dänische Tackle-Hersteller greift auf die belgische Raubfischlegende Luc Coppens zurück. Der anglerische Ziehvater von Thon von Ham gehört zu den erfolgreichsten europäischen Turnieranglern aller Zeiten, konnte die WPC, die Predator Tour und die NKS schon je zweimal gewinnen und etliche Podiumsplätze auf den großen Turnieren erreichen. Komplettiert wird das Team mit Jeroen Eissens, einem niederländischen Angelguide, der Luc schon häufig bei Wettkämpfen zur Seite stand und mit ihm gemeinsam zum Beispiel Silber bei der Predator Tour 2019 holen konnte. Auch das zweite Team in dieser Gruppe strotzt nur so vor Turniererfahrung und Erfolgen. Der Mindener LMAB-Produktentwickler Enrico Di Ventura hat schon WPC, YPC und Lure Masters gewinnen können. Sein Bootspartner Johannes Gasser gehört definitiv zu den erfolgreichsten Turnieranglern der jüngeren Vergangenheit. Der Österreicher erreichte allein im Jahr 2023 mit Platz 2 bei der Predator Tour, Platz 6 bei der WPC und Platz 4 bei den Lure Masters herausragende Platzierungen und ist heiß auf seinen ersten großen Titel. Neuke war eines der Überraschungsteams der letzten Staffel. Dieses Mal wird die japanische Tackle-Brand sicher von niemandem mehr unterschätzt werden. Christian Jülke erreichte mit Neuke im Vorjahr nicht, zuletzt wegen seiner herausragenden Barschangel-Skills, das Halbfinale. Und auch David Paule Kraus, der in der letzten Staffel für das B1 Boots Center antrat, beherrscht die Bootstechnik, Rute und Köder wie im Schlaf. Headbanger Lures feiert ein Comeback beim YPC Boat. Die innovative Schweden-Brand schickt dieselben Angler ins Rennen wie 2022. Der Niederländer Sven Middeljans kennt die Turniergewässer wie seine Westentasche. Sein Partner Emanuel Zwert ist nicht nur ein begnadeter Hechtangler, er hält mit 61,5 cm auch den schwedischen Barschrekord. Diese Spezies war beim letzten Mal der Problemfisch der beiden. Mal sehen, ob sie diesmal einen besseren Barschplan haben. Nach Teilnahmen beim YPC Bank, Bass und Fans ist die beliebte deutsche Raubfischbrand Zeck endlich auch beim YPC Boat dabei und setzt auch hier auf Publikumsliebling Markus Eule. Der Pfälzer Entertainer wird von einem extrem erfahrenen Angler unterstützt, der sonst anderen das Rampenlicht überlässt. Produktentwickler Chris Enders hat nicht nur bei allen Zeck-Neuheiten seine Finger im Spiel, seine PBs lassen darauf schließen, dass er nicht nur am Cut-Programm eine sehr gute Figur macht. Als wäre diese Gruppe nicht schon stark genug, kommt es an Position 6 nochmal knüppeldick für die Konkurrenz. Denn die neue Marke für hochqualitative Angelbekleidung Adventure in Fishing schickt 2 absolute Experten ins Rennen. Der Franzose Frédéric Julien kann auf Turniererfahrung zurückgreifen wie kaum ein zweiter in Europa. Und sein Partner Honza Jan Hubka steht ihm in dieser Hinsicht in nichts nach. Der mehrfache tschechische Meister konnte auf den Turniergewässern bereits Silber und Bronze bei der WPC gewinnen.
Wir sind gespannt, wie dieses Duo im Turnier harmonieren wird. Damit ist fürs Erste alles gesagt. Zeit, in See zu stechen. Yeah, guten Morgen. We're at the first spot. Team Headbanger, Sven and Emmanuel. And yeah, we decided to start for the pike because we want to be here first thing in the morning before everyone else tries for them. Yep. And as you see, it works for now. There's no one here. So we're going to start because the wind is not that hard as they prospected it. So we're gonna do a few drifts and then switch to the more finesse kind of fishing for the perch and the sander, and then when the wind is picking up really hard, we're gonna do what we love to do the most. Yeah, fish for the big pikes. In strong weather. Yeah, it's gonna be fun. Einen wunderschönen guten Morgen vom Team Neuke Germany. Morgen. Wir starten heute in die diesjährige YPC Boat. Wir starten hier, also ich bin Christian und das ist der Paule. Wir starten heute mit einem Creature Bait Prototypen von Neuke. Und dann hoffen wir, dass wir in den ersten Würfen gleich unseren dicken Barsch fangen. So sieht's aus. Peter. Erster Wurf. Keule. Chris. Erster Wurf. Petri Heil. Hau was raus. Erik. So, einen frohen Angeltag wünschen wir. Jetzt, wir fangen an hier mit Power Fishing. Gell? Nein, wir fangen erst mit Gewässer an. Wir sind am Vollkarak. Versuchen heute Hecht und Barsch zu fangen. Genau. Fangen wir an mit Power Fishing. Der Chris hier mit Butcher auf Hecht. Ich ein Spinnerbait. Vielleicht Barsch, Hecht. Werden wir sehen. Hoffen Also wir. ist auch das Ziel heute, wenn es klappt, 4 große Barsche, 2 gute Hechte, dass wir dann im Flusstag die Zander machen. So, 1, Und 2, 3. jetzt Feuer machen wir frei. hier den langen Stretch, gucken, ob was geht. Daumen drücken. Herzlich willkommen zum YPC Boat 2024. Johannes Gasser. Enrico Di Ventura, Episode 1, Gruppe C. Ich bin richtig hyped. Ich kann es dir gar nicht vorstellen. Immer die alte Leier, total aufgeregt. Ja. Deswegen, wir sind eigentlich schon so weit, dass wir den ersten Wurf machen dürfen. Hier am Spot direkt. Soll es sehr windig werden heute. Richtig viel Wind. Und das ist ein richtig gutes Ding für ganz große Fische. Und ich hoffe, dass wir einen davon mindestens präsentieren können. Auf was angeln wir? Eigentlich auf alles. Also, wollen wir Ja, loslegen? Flachwasser driften, großer Köder, kleiner Köder. Los geht's. Okay. Johannes, erster Kanone. Wurf, YPC Boat. Let's go. Let's go. So, welcome to the YPC boat. I'm Frederick Julien And my name is Jan Hupka. and we are representing Adventure and Fishing. So we are our company is the main sponsor of the event. So we are really proud of being with the Adventure team. We are on the first spot. We are targeting big perch right now. And please, finger crossed for it. Guys, let's go. Let's go. Good luck, mate. Hello guys, welcome to YPC 2024. We're gonna fish the first time the YPC together, so we are very excited and pumped to start and give you a good show. Let's go, Team Westin. First cast, alright. Here we go. Die Köder sind im Wasser. Wir blicken auf die Karte. Zeck beginnt den Tag an der Nordseite zentral im Volkerak. Alle anderen 5 Teams starten im westlichen Teil des Haringfliets. Und bei Westin gibt es sofort Action. Good, Jeroen. Oh, what a nice bite. Oh, good man. Yes. On the creek roll. On the creek roll. Early in the I'm morning. here, I'm ready. Yes. What a beauty. Yeah. Yes. Good. Wow, best way to start the morning with a nice big perch. This was the first cast. First cast. First cast. So happy. Wow. All right guys, the rod that I'm using is the W6 Finesse TNC. TNC stands for Texas and Carolina.
We're fishing with the Carolina rig. First cast and a beautiful big perch on my favorite lure for the Carolina rig, the Creek Craw, 6.5 centimeters. Look at this, what a beautiful fish. It's close. Yeah. Is it okay, Flo? Yeah. Yes. 50. 50, yeah. 50 centimeter, yes! What a start, 50 centimeter for the first fish, the first cast from the day. Unbelievable. What can you ask for more? Yeah. We start with 100 points and I would say, come on, let's go. Let's go for another one. Second cast, maybe. You never know. Yeah, let's go. Cool. Ein glatter Fuffi zum Start. Wahnsinn! Jeroen setzt sofort mal ein Zeichen. Aber auch bei Neuke ist die Rute quasi mit dem Anpfiff das erste Mal krumm. Ist der reine Scherbe. Alter Falter. Ich bin fast die Rute aus der Hand geholt. Lass es bitte Könnte fast ein Zander sein. Mach keine Ärger. Ein Pike. Ist drin. Bam, Junge. Yes. 82,5, also 83. So, richtig geiler Hecht, schöner Start auf Skirted-Jig. So kann es auf jeden Fall weitergehen, Leute. Und da haut er ab. Geil. Oh, schau fast weg. Hier ist Aufregung an Bord. Zack, und weiter geht's. Der war gerade gewesen. Smoking Dead Cinnamon Blue, 3 Inch. Dann werden wir uns den natürlich wieder ranmachen. Frisch montiert der neue Köder und jetzt geht's weiter. Ja Leute, wie schon gesagt, wir machen Flachwasserangeln. Wir befinden uns auf einem großen Plateau. Hier kann man auch alle 3 Fischarten erwarten. Deswegen fischen wir ein bisschen unterschiedlich. Ich habe hier jetzt angefangen mit unserem Drunk Twister. Ich hatte schon einen Biss. Er hat schon einen Biss, sagt er einfach so. Aber das ist doch ein Kontakt. Ja, in dem Fall. Ja gut. Okay. Dann vielleicht die Drift nochmal machen. Nicht lachen. Wieso? Was soll ich denn machen? Hast du die Kratzspuren gesehen? Der hat nur den Schwanz gepackt da. Hab ich gesehen. Also, was wir machen ist, einer fischt groß, einer fischt klein, um bei den kleineren Ködern dementsprechend auch sicherzustellen, dass wir nicht an kleineren Fischen vorbei angeln. Vielleicht Zum Beispiel sogar den Barsch. Dem 50er. Genau, oder halt auch mal einen Mitte 50er Zander, der hier auch im Kraut rumlungert. Und ich angel hier langsam einen 12 cm Bleak Shad. Und Johannes, wie gesagt, schon den Drunk Twister, auf den er einen Biss gekriegt hat. Also es ist gar nicht so schlecht, mal in der ersten Drift gleich einen Biss zu bekommen. Und das werden wir erstmal diese komplette Folge machen. Gibt's doch gar nicht. Da hat der zugelangt. Auch gar nicht so schlecht, oder? Ja, eben nicht. So, because we are at the end of the summer, maybe the beginning of the autumn, but still really warm, we're gonna start fishing really shallow, and with really shallow I mean around 2 meters, 2 meters 50, in and around, especially above weed beds. So, good tip, try to find some grass and then fish above it with jerk baits or with shallow rigged soft baits. And yeah, let's see what it will bring. The weed creates a lot of oxygen, and that's good for the pike when the water is warm like this. So I'm pretty sure we're gonna find them in here. We have some overcast, and it's still low light conditions since it's in the morning. And southwestern wind. Southwestern wind, yeah, pretty warm winds. And we had a really warm weather the last few weeks, like 30 plus, and with less wind and a lot of sun. So it's a big change. The air pressure is changing and there is some rain coming in. So hopefully this is pike weather. Nein! Nee, ist noch dran. Kam entgegengeschwommen, ist kein großer, ist ein kleiner Barsch. Ja. Oh, so wie der Rinne rum ist, dachte ich Punkte sammeln, Leute. Jetzt kommt der Dicke. Sam, Junge. Zack, Junge, jetzt läuft der Spot. Ja, durch Paules Hecht habe ich die Rute erstmal zur Seite gelegt. Und der Bugmutter hat sich gedacht, ich nehme das alles auf, was noch im Wasser liegt. Also musste ich die Rute wechseln.
Ich habe jetzt keinen Skirt mehr gefischt. Ich habe auf Carolina gewechselt. Kleiner Barsch. Den messen wir schnell. Entweder 34. Bei Neuke ist die ganze Besatzung nach kaum 15 Minuten entschneidert und es zeigt sich früh, dass eine Barschmethode hier und heute gut funktioniert. So Luke and I are both using the Carolina rig, and although it's September right now, we use it all year long for big perch. It's really effective, and it's a really exciting way of fishing. It's with light tackle, and the perch that we catch are usually pretty big, so you got a good fight with it. But also with small perch is nice. Schnell eine neue Route genommen, weil die Fische da waren. Ich fische hier quasi einen Carolina Rig mit einer Stahlspitze, die recht wichtig war, weil habt ihr ja gerade gesehen, Paules Hecht hätten wir sonst verloren. Hier einen kleinen Wirbel dazwischen und dann einfach angeknotet. Mit dem Sunline 1x7 oder 7x7 Stahl funktioniert das super. Hier am Ende dann ein Smoking Dead, der hat eine Schere verloren, in 2,5 Inch. Und von der Führung her gehen wir gleich mal nach vorne. Wir machen das nämlich so, wir führen die bloß über die Route. Wir ziehen und nehmen an gestraffter Schnur die lose Schnur wieder auf und dann wird leicht drüber gezuppelt. Schauen wir uns gleich an, vielleicht kriegen wir dabei einen Biss. Also einmal raus, dann wartet man bis es unten ist. Sieht man immer an der schlaffen Schnur. Und dann ziehen wir das quasi so drüber. Das ist für die momentan recht faulen Barsche recht gut. Ziehen es quasi drüber, nehmen dann die Schnur auf, weil oftmals in dieser Wartephase dann der Biss kommt. Und dann schleifen wir das bloß hier drüber. Für die faulen Barsche ist das gut und für den Kopf auch, weil wenn ihr in den Muschelbänken fischt, dann ist es ja meistens, dass die Barsche auf diesen Bänken draufstehen. Und wenn wir das so drüber ziehen, merken wir ganz genau, ist das jetzt hier sandig, ist das jetzt hier muschelig. Jetzt haben wir zum Beispiel Muschel und da ziehen wir es dann einfach lässig drüber. Und dann hängt er. Sehr geil. Auch wieder ein kleinerer, war? Ja, ein bisschen besser vielleicht. Die Seite bitte. Yep. Ich glaube, besser kann man es euch nicht erklären, oder? Wichtig ist halt, dass ihr es an gestraffter Schnur macht, weil bei so schwerelosen Ködern hat man oftmals das Problem, Paul, hast du mal eine Zange für mich, dass der sehr weit hinten drin ist. Das geht jetzt noch, umso länger das Vorfach ist, umso gefährlicher ist es für einen Barsch, weil der Barsch kann immer in die lose Schnur schwimmen und damit dann ist es für euch nicht spürbar. Und wenn ihr ihn zurücksetzen wollt, kann es sein, dass er nicht mehr zurücksetzbar ist. So, hier ist er. Ich glaube, der ist noch ein bisschen kleiner als der letzte. Vorne dran, 29. Okay. Und dann darf der Kleine wieder zurück. Das geht jetzt schon los. Ja. Wir kriegen noch mindestens doppelt so viel Wind heute. Tilidin ist da. Das ist entspannt. 7 Uhr. Aber 40. Das ist weißt du, was das für ein Fisch war, denke ich? Das waren ja keine Katzer, sondern nur so Kratzer. Das war safe ein Zander. Hecht macht Katz, Zander kratzt. ich habe es nicht richtig gesehen. Ich habe nur gesehen, das sind nur Kratzer. Nur lang gekratzt. Ja. Okay. Yes. Net. I'm coming. Come on, man. Come on. Mate, come on, please. Come on. What are you doing? Take him. Okay, no. Yes. We finally have our first one. Yes. On the first spot. That's a good start. Yes. Good This start. Is exactly the plan. Yes. The plan is first perch because it can be tricky later. Yeah. And today, with the wind coming up, 51. our first fish, our first perch, 51 centimeters. Look at this. Dutch zebra. That's a pizza. I look on this beauty. It's absolutely fantastic fish. 51 centimeters. Bye.
Bye, my friend. Thank you. Yes. Was für ein Auftakt. Im Vergleich zum ersten Angeltag der Gruppen A und B, die rund 24 Stunden früher geangelt haben, hat der Wind heute noch einmal deutlich zugelegt. Und vor allem einem Zielfisch scheint das zu behagen. Adventure und Western bauen sehr früh Druck auf. Noch bleibt die Konkurrenz relativ gelassen. Absoluter Kickerfisch. Well done, Fred. Den brauchen wir auch. 1, 2 davon. 4 am besten. Enrico kümmert sich mal um die 451er Barsche. Da fange ich einen großen Hecht. Das habe ich nicht gesagt. Ach so. Okay. Dass ich mich darum alleine kümmern möchte. We want to do a slow drift above the weed. And because it's a big spot and not like following an edge, it's possible to use the drift sock. The bigger the better, I would say. Some old school tactics, but I can tell you we're gonna be very happy that we have this later on when the wind picks up even more. Da war er, Fisch Nummer 2. Aber es war kein Biss, die Schnur wurde nur ganz locker. Kurz. Hat er wohl von hinten angeschoben. Ich guck gerade mal, ob da neue Spuren drauf sind. Aber ich glaube wahrscheinlich nicht. Ah, hier am Rücken. Aber nur ganz, ganz leicht. Ah ja, mal gucken. Wir sind ja auf jeden Fall nicht so falsch, oder Enrico? Fisch hat's hier, das wissen wir. Fisch gibt's hier. Yes. Yes, Yes. you have one. Yes. Yes, my man. Yes, my man. I Yes, change my the man. bait. Yes, my And man. immediately Yes, my man. I get the bite. I am here for you. I'm with you. It's a zander. It's a zander. Zander. Man. Yes. Yes. Yes, yes. Yes. Second fish is in the net. Right, back to back, perch and zander. That's great. 56. 56. Banger lizard, so on a creature, fishing for perch. That's a good sign. Fish are active. Maybe the wind activates them. Come on. Yes. Whew. Whew. That's a start. That's a start. We introduce Adventure fishing and functional clothes for every fisherman. We'll dress you from the north, through the European climate zone to the tropics, from head to toe, from carp fishing to sea fishing. Are you ready for the next fishing adventure? I am Adventure. My life is fishing. AdventureFishing.com. Der neueste Scheiß, teilweise bevor überhaupt auf dem Markt ist. Bewährte Klassiker und immer die passenden Zubehörartikel. Kederfarbe, wo es woanders schon nicht gibt. Ein Chance auf den Monatsjackpot. Hilfestellungen, wie man die Produkte verwenden kann. Und das zu einem Hammerpreis, das ist ja fast geschenkt. All das kriegst du mit einem Lurdrop-Abo ganz bequem bei dir in der Bude geliefert. Ganz egal, wo du herkommst. Lurdrop ist für alle geil. Check www.lurdrop.de und werde auch du ein glücklicher Lurdropper. Bonne nouvelle pour tous les pêcheurs français, Lurdrop est maintenant disponible en France sur le site lurdrop.fr. Vous pouvez dès maintenant aller visiter le site. Habt ihr auch die Nase voll davon, was dieser blöde Matze Koch immer sagt? Und den Film seht ihr auf ParaGo. Und ihr ärgert euch, weil ihr kein Abo habt. Unsere Plattform, die ist jetzt handyoptimiert mit über 1000 Filmen und es gibt eine Neuheit. Nicht nur, dass es im neuen Gewand erscheint, nein, ihr könnt jetzt auch ParaGo aus Handy per App abonnieren, ohne das Printmagazin abonnieren zu müssen. Natürlich zu einem günstigeren Preis. Und ihr habt es auch immer unterwegs dabei. So, ich switch jetzt noch mal kurz an den Platz. Also da hatten wir Barsche. Hier ein bisschen Hecht geworfen. Probieren jetzt kurz einen Jig Spinner. Der Anker hat schon zu kämpfen. Der Anker hat jetzt schon zu kämpfen.
Also die Ankerfunktion. Großer? Ein bisschen besser, aber nicht so wie die letzten Tage. Wahrscheinlich ungefähr. Na, ein bisschen besser ist aber. Oh, jo. Der geht doch schon. Der ist doch schon sehr in Ordnung. Wuhu. Bitteschön. Dankeschön. Da haben wir ihn. Geht so oder brauchst du Zange? Nö, geht so. Der hängt hier vorne schön Super. drin. So wie es soll. 38er Barsch. Definitiv schöner Fisch schon mal. Und ein geiler Start ins Turnier. Dann lassen wir ihn wieder rein. Bye, bye. Weiter geht's. Yes! 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 Again. And yes! Those have how much? 42? Yes. 42 centimeters. In my country it's really big perch, but here in Dutch it's standard mid-size. Thank you, man. And let's go. Jungs, für alle Anfänger, so wie mich hier am Rhein-Delta, gell, weil es ist ja ein riesengroßes Gewässer, erkläre ich jetzt mal ganz kurz, was wir machen. Ihr müsst euch das Ganze vorstellen wie ein riesengroßer See. Die Uferbereiche sind immer flach. Flach bedeutet hier 4, 5, 6 Meter. Gell? Und irgendwann ab deiner roten Boje geht es dann ins Fahrwasser rein. Also von deinen 4, 5, 6 Meter runter auf 12, 16 Meter. Und wir versuchen jetzt halt immer, diesen Kantenbereich von den 4, 5 Meter in das Fahrwasser, diese Kante abzufischen. Da patrouillieren die Fische entlang und das ist, glaube ich, so das Einfachste, was man hier machen kann, auf jeden Fall, wenn man sich nicht auskennt. Gell? Ganz klar, immer die Uferkante zum Fahrwasser hin absuchen. Noike is catching a lot. And I'm not sure, but I think it's Yes, Noike. yes, man. Yes. Come on. I am ready. Come on. Where? Here, in this side. He's coming. Yes! 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 You're the man! Yeah. You're the man! Okay, let's look for another beauty. Our third perch today in the morning on the first spot is absolutely crazy. It's like a magic because something like every cast we got a bite. It's 46. Yes, 46. It's fantastic when you see his head from the top. The colors, fantastic. This one is like zebra. That's zebra. Thank you. Jans WPC-Medaillen kommen nicht von ungefähr. Adventers Spot scheint wirklich heiß zu sein. I prepare it in the... No! No! I get the rock. You know the rock we got there? Yeah. Fuck. Da ist er. Der ist besser, glaube ich. Ich lasse die Rute drin. Die reißt wieder ein. Jo. Bam, Alter. Next one. Der nächste schöne Barsch. Werden langsam, glaube ich, größer. Na, komm. Aber obwohl, nee. Ist wahrscheinlich gleiche Größe. Skirts funktionieren super. Da Maul zu. 35.
macht auf jeden Fall richtig Spaß und die Frequenz stimmt. Den lassen wir schnell zurück und dann geht's weiter. Das Barschspektakel geht weiter, wobei solche Exemplare am Ende vermutlich nicht genügen werden. Headbanger versucht's weiterhin im Hechtrevier. Good area. The pikes, they love it. They're standing above or in between the grass, and on lakes like this, if you find the grass, you will find some fish. So it's really important to map those areas, but the problem is they change each year. So it's always a fight to find the right patches of grass. And even within the grass, there's usually spots that are better than others. But the pike is an ambush fish, so they can reach high speeds very fast, you know. So they like to hide out in the grass and then ambush the bait fish moving in the grass or along the grass edges. But also in the summertime, the grass creates a lot of oxygen, and that's also helpful for the fish. There's several reasons why the grass is a good spot to fish. Yeah, yes. Good, good. You're doing so fire. Mr. Kleur. Another fish on. A really small bite. The last bite of the perch was really hard. This was a really subtle bite. I felt a really small tap and I felt pressure. I set the hook and it's on. And it's a big one again. It looks another big 40 centimeter plus. Look at this. Oh, look at this. I see him. Oh, again. Yes. Good man. Oh, good man. What a fish. Look, this is also 50. Again on this creek row. What a beautiful fish. Luke just said it, it's like a painting, these big fish. A big old fish. Beautiful. Good condition for this time of year. 48 and a half. 40, it's over 48 and a half, so that's 49 centimeters. Beauty. Beautiful fish. Let's get her back. Knapp 50 cm Barsch drillen und dabei in die Kamera lächeln. Fast schon zulässig. Jeroen und Luc kratzen mit nur 2 Wertungsfischen bereits an der 200-Punkte-Marke. Bei Adventure greift man zu leistungssteigernden Substanzen. Now we have been hammering these spots a little bit. We have 3 perch, 1 zander. We get 2 short bites. So immediately I react and I put some scent in it, bait fuel. That can make the difference on just swallowing it a little bit more, and then you get the quality bite that you want. Denkst Barsch oder Hecht? Barsch. Kescher. Langsam. Ich komm. Doch langsam. Kein Stress. Hecht, ein kleiner Hecht. Okay. Und jupp, eingeschöpft. Petri, geil, erster Fisch. Okay, wenn gerade hier mach du weiter. Ja, genau, ich werf weiter. Ja. Ich mach das. Oh, Erleichterung. So, nicht der größte, aber wichtig. Ja, 63. Oder? Ja. Perfekt, geiles Vieh. Schöner Barsch, Jungs. 62 cm, 124 Punkte, super. Perfekt, lass mal zurück. Report machst du, soll mal nicht? Ja. In the game. Hecht kann er halt, ne? Noch keiner der beiden anvisierten Großhechte, aber ein Anfang. Zeck ist auf dem Board und Eule gleich etwas unbeschwerter. So, Freunde, ihr seht's, der sexy Swimmer im Black. Geiles Teil. Natürlich ist er schon am Arsch. Ah, ein Witz. Ja, fish on. Fish on. Fish on? Fish on. Big perch. Perch.
Yeah, what a bite. Oh, so cool. I really love fishing with the Carolina rig. Yeah, it's a smaller one, it's a smaller one. But it's number 3. Yes, yes, yes sir. Good man. Good man, you're on fire. Yes man. 41. All right, 41 centimeter perch. While the sun is coming up. Beautiful way to start the morning. Now he's going back. Yes, very good man, yeah. Very good. Very nice. Since 2024 we will release fluorocarbon from Westin and hooks from Westin, the same as bullet weights. This is an EWG hook, size 1. I use this size for the 6.5 centimeter creek crawl, it's the perfect size. For the 8.5 centimeter creek crawl I use the 2.0 size. So it's really nice to have this in the program. Really high quality stuff, so check it out. Yeah, I have a... Yes! Yes! Yeah. Yes! Yes! I love when the plan goes as planned. Yes. This one is 46 again. Next crow eater. I fishing with skitter jig with creature baits with cross, something like Ilex Magic Crow. I like it most. It's really perfect for this period of the year. Right now the perch is eating really aggressively cross and we fishing with them. Let's release him gently. Yes! Yes, we have another one. Shoot. Can't you see? Yes! It makes me happy. Can't you see? But me, I fish a little bit more heavy than you. Yeah. 45? Yes. Die dicken Barsche geben sich bei Adventer die Klinke in die Hand und im Anschluss an diesen Doppelpack können Fred und Jan nach nicht einmal 2 Stunden umsatteln. So now we're gonna change spot. This spot delivers more than expected. It's really interesting. And what is interesting also is I fish a little bit more aggressive and more heavy. Only get like 1 short bite, 1 zander. You get all the perch, fishing a little bit lighter and really much more slow on the bottom. So that makes a difference. And if I want to catch up on perch, then I probably need to adjust. But we need all species, so it's good sometimes to, for a while, keep doing different things. So I'm using a little bit more bulky lures, like the Banger Lizard is using a smaller crow on a skirted jig head, and that makes a difference so far for the perch. So let's go to the new spot? Yes, let's go. Let's change our spot. So. Mach jetzt mal einen Köderwechsel, da machen wir das Gelumbatsch so noch. Danny in AU, damit fängst auch du. Ach Gott, und wie er fliegt wie Rakete, Alter, guck mal. Brutal. Mit dem Rückenwind. Feuer frei. Feuer frei. Na, jetzt geht's ab. Vielleicht der Hecht, oder? Von eben. Das ist El Danny auf jeden Fall. Das ist der Hecht von eben, 100 Pro. Ja. Wie gesagt, Hechtkenner, Danny fängt. 100 Pro, mach ich. Rutscher gebissen hatte. So, wie gesagt, gell? Mit Danny in AU fängst auch du. Geil einfach. So. Vorne ist er dran, hinten hat er 60. 60 auf dem Kopf. Ja. Super, geil.
Gleich wieder zurück, oder? Magst du Report, Chris? 60? 60. Gut. 60 auf der Kopie. Petri. Petri, danke. Ja. So, die Barsche sind gar nicht schlecht. Jetzt gehen wir endlich fest angeln. Our plan for now is to do another drift, but then a little bit shorter on the good stretch of grass. So hopefully the sun will wake the pike up and the wind is picking up, so we know there is pike here. If we're not sure about a spot, if there is some fish, we will fish a different spot, but we know they are here for sure. So we're gonna give it another try. I did this first drift with the firetail and I didn't have any contact, so now I'm changing to banger shads, but I'm gonna fish shallow rigged with just a 3.5 gram tungsten weight in the front. Ich muss aufkurbeln, links. In der Kurve. Links, guter E-Motor. Guter Hecht. Da, kommt. Oh, genau den wollten wir. Oh, yes! Ich musste aufkurbeln, weil wir in Driftrichtung waren. Ja, sonst wären wir in die Schnur reingefahren. Sonst kommt der Anker oder der Propeller in die Schnur. Ja, aber ist nicht riesig, aber ja, der ist schon, den kann man schon gebrauchen. Der bleibt schon stehen. Den kann man schon gebrauchen, Johannes. Also das war mal ein Biss, wie man ihn will. Ja. Boom! 93,5. 94. 94, sehr guter Fischkanone. Yes, Mann, der passt schon mal. 94, ich reporte, ja? Ja, dann darf der Kollege auch zurück. Yes! Also Leute, wie ihr schon seht, Miros Maus mit einem kleinen Chica Tungsten Sinker, in dem Fall sind das 5,3 Gramm von uns. Und als Trailer habe ich jetzt hier einen Köfi Perch aufgefädelt. Da ist ja normalerweise ein Twisterschwanz drauf, der macht mir aber zu wenig Aktion und meistens ist mir die Farbe zu unauffällig. Deswegen habe ich hier jetzt ein Paddle Tail aufgefädelt in Natural Perch. Die Farbe kennt wohl jeder. Und ja, der hat jetzt den erlösenden ersten Hecht gebracht und bringt hoffentlich noch einen zweiten. Der erste Fisch in Johannes YPC-Karriere und nun wirklich kein schlechter. LNAB meldet sich an. Bei Adventure schwelgt man derweil in Erinnerungen. We have a good story together. Yeah. The first time we fished together in the Netherlands, we were fishing in a river on crankbait, and I get a good meter pike or more. We get it in the net, but he didn't pay attention. Just everyone was happy, and then suddenly the pike jumped out of the net and say goodbye. Till today, I am crying about it. Sehr schön. Junge. Was? Hecht, ich habe einen Butcher geschmissen. Also perfekt. Nein, dann ist er zwar nicht groß, aber... Kescher. Ja. Spitze nach unten, nicht springen. Next. So, und er hat 65. Wie immer, keine Angst vor großen Ködern. Die sind manchmal echt gierig. Also, der darf schnell zurück. Tschüss, kleiner Mann. Weiter geht's. Das ist eine unserer neuen Farben, die wir gerade machen oder gemacht haben. Die müssten jetzt im Handel schon sein. Dürften vielen bekannt sein, eigentlich die Farbe. UBS. Kommen noch viele weitere. Wir haben noch Shock Pike und Natural Pike seit neuem und sind auch noch an Murky Beast und Co. dran. Also da kommen noch einige geile Farben künftig. Und auch neue Größen haben wir auch im Sortiment. Butcher gibt es jetzt auch noch in 16 cm. Und auch kleiner, ne? Also für die Zander- und Barschangler. Freut euch drauf. Butcher, Regel. Should we move on? Fish on! Yes! Bringing in the nets. It's a sander.
Oh, sander. Yeah, come on. Ready. Nice. Ah, nice. Oh. Good sander. Yeah. And we usually catch the sanders on this color. It's for some reason it's been deadly. Also on the smaller size firetails, I have some friends in Finland that is slaying on this color. So the last time we participated, I had during the pike fishing also on that color a nice sander. They're not afraid of big baits. I think I can get it to 68.5. Oh yeah, indeed. So in this sunlight, would you have a look at that 69 centimeter sander? Or yeah, 68.5. So in this competition, 69. Not the way we do it in Sweden, but yeah, very beautiful fish. Hard bite. Let's release it and take another one. Yes. Der erste richtig schöne Zander an diesem Tag, gefangen auf einen designierten Hechtschlappen. Damit schreibt auch das letzte Team an diesem fischintensiven Morgen schwarze Zahlen. Und das Tempo bleibt hoch. Barsch, oder? Nein, Hecht, großer Hecht, größerer Hecht. Größerer Hecht im Kind aussteigen, weil ich den Arschloch nicht ganz durchgebracht habe. Oh, nein, nicht größerer Hecht, aber Hecht. Okay, super, vielen Dank. Petri, ich mach weiter. Das ist wieder so Fritte. Weiter fischen. Kann sein, dass wir da noch ein paar fangen in dem Spot. Der hat 64,5, 65. Nochmal 65. Ist deiner, Chris? Das ist der vierte, ne? Abfahrt. Wir haben jetzt 4 Hechte. Der vierte Spritzer, Alter. Petri, Männer, super. Petri. One cool tip when you fish, when you glue your lure to save them a little bit, before you put the cap on, press a little bit and then you will have the air bubbling up. So you clear this small pipe from the glue and then you will never get stuck with old glue and then try to all the time punch a hole through it. So that's a small tip, but try it and tell me in the comment what you think about it. Ab! Fuck! Weiter, Das war weiter, weiter. Das war er. Immer weiter. Da war richtig Druck dahinter, das war ein guter Fisch. Also mindestens 90 plus. Alles. Ich guck schnell, wie groß das er wirklich ist. Macht da keinen Stress. Ey, die Rute, die war direkt rum wie Anschlag, ne? Also. Fuck! Egal, wir sind richtig. Fische sind da, Fische beißen. Weiter machen, weiter. Nach mehreren kleinen wäre der's vielleicht gewesen. Doch während Chris noch hadert, wird es plötzlich anderswo hektisch. Den brauchen wir! Den brauchen wir, den! Naja, ich würde sagen, da steht eine 1 vor auf jeden Fall. Da steht eine 1 vor. Sehr gut. Ich habe zwar gerade gesagt, auf den knallt's gleich mit dem Elber Perch Head, aber das war falsch. Da habe ich auch den 18er genommen. Wow, das ist ein guter Hecht, der passt mir. Ja. Wow, das ist ein richtiger Ochs. Ja, das ist, sag ich doch, heute ist Ochsenwetter. Habe ich heute noch gesagt am Auto.
jetzt? Das ist 1,12, oder? 1,12, 11,5 überschritten. Drüber, ja. 1,12. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Jetzt fangen wir noch einen Hecht, wenn die gerade so on fleek sind. Junge, was für ein Fisch. So geil. Wow. So ein geiler. Okay. Sorry Leute, das schöne Release hat nicht geklappt. Aber ist ja gut, wenn es dem Fisch so gut geht, dass er gleich weg will. Und ich würde sagen, mir geht es jetzt auch ganz gut. Mir geht es auch ganz gut, ja. Erstens das. Und zweitens muss ich jetzt hier ganz kurz basteln. Weil der Hecht hat erstens das Fluor ordentlich gedamaged. Und der Haken hat auch ein bisschen gelitten. Deswegen wird jetzt alles kurz neu gemacht. Dann driften wir hier noch ein bisschen weiter. Würde ich sagen. Funktioniert ganz gut. Ich bleibe trotzdem bei klein. Ja, auf jeden Fall. Klar, jetzt umso mehr sogar noch. Ja. Junge. In dem Fall trifft es Ochse ganz gut. Was für ein Fisch. Gleichzeitig der größte im bisherigen Turnier. Nach seiner kurzen Bananenpause gibt Johannes ein paar Infos zum heftig beanspruchten Gerät. Ja Leute, noch ein kleines Wort zur Route. Das ist hier nämlich eine ganz neue. Die gibt es aktuell noch nicht auf dem Markt. Wenn es ausgestrahlt wird, sind die schon online oder zumindest sehr bald. Das ist eine neue Range und zwar haben wir die Casting-Routen jetzt endlich zum Glück schwerer gemacht. Ich fische hier jetzt im Moment mit der 150 Gramm Version. Die ist echt perfekt für so 23er Perch-Head, für so eine Maus mit einem 18er Trailer. Also für alles, was eigentlich schon groß, aber noch nicht riesig ist. Wir haben noch eine Version mit 330 Gramm. Die ist dann für richtig große Baits, 26er Roach oder ähnliches. Und noch eine mit 100 Gramm, die habe ich vorhin geangelt. Die ist eben perfekt für so ein 18er Perch-Head oder so eine kleine Maus. Und damit haben wir dann den Hechtbereich echt sehr gut abgedeckt. Wie gesagt, meine Favoritenroute, die 150 Gramm, fische ich jetzt schon eine Zeit und ihr habt es ja vorhin gesehen. Das klappt auf jeden Fall ganz gut mit großen Hechten mit der Route. Jetzt ist die beste Zeit für dein Boot. Sichere dir jetzt dein Traumboot zu attraktiven Sonderkonditionen und spare bis zu 5.000 € auf ausgewählte Komplettangebote. B1 Boat Center. Willkommen an Bord. Ich habe 3 neue für euch. Die neuen Rodfather Casting Modelle sind ab sofort bei uns erhältlich in 3 verschiedenen Varianten. 2,28 Meter, 30 bis 100 Gramm, 2,33 Meter, 40 bis 150 Gramm, 2,40 Meter, 80 bis 330 Gramm. 40 Tonnen Toray, Fuji-Komponenten, die Grifflänge je nach Routenlänge aufeinander abgestimmt. Ab jetzt sind auch die ganz großen nicht mehr sicher. Wir fahren jetzt noch mal davor an die Boje, wo wir gestern die Barsche gefangen haben. Ja. Machen dort noch mal eine halbe Stunde rum, 10 Minuten, Viertelstunde, keine Ahnung. Also mit Powerfishing. Dann tät ich da so Krabbe über den Grund ziehen kurz. Ja. Dann tät ich die Power Hour nutzen, tät an den nächsten Platz schleppen mit Quenks. An den Platz, wo ich jetzt noch hin will? In der Hoffnung vielleicht, dass man in der Stunde beim Schleppen, weil was anderes kann ich eh nicht machen. Bei dem Wind. Dass man da vielleicht einen besseren Hecht kriegen, der auf der Karte bleibt. Weißt du, was ich meine? Und dann den Mittag versuchen, Krabbe über den Grund ziehen. So, oder für die Barschspots später habe ich einen Plan. Ja, alles ich würde jetzt am Morgen noch gerne Hecht angeln. Meine ich schon, aber dann halt auch die Power Hour schleppen. Dann machen wir das so, wir gehen zurück an den Spot, wo die Barsche kamen. Genau. Schleppe dann zu dem Spot, wo ich nach Hecht angeln will. Jawohl. Und nutze die Power Hour. Jawohl, genau. Deal? Oder? Alles klar. Machen wir so. Und dann machen wir da vorne an der Boje, bleiben wir aber noch 20 Minuten. Machen da erst nur 10 Minuten Quenk und dann über den Grund. Ja. Weil okay. Da war ein Barsche. Was anderes wüsste ich halt nicht. Also wir bereiten jetzt alles vor für die Power Hour. Schon mal Köder riggt. Dafür haben wir hier einmal
ein Wobble-Shed in 7,5 Inch. Und da haben wir ein Wobble-Shed auch 7,5 Inch, aber da vorne eine Maus geschalten. Dann werden wir mal gucken, ob das Pullen oder das Leiern Erfolg bringt und ob es überhaupt Erfolg bringt. Machen wir das fertig und sobald die Stange unten ist, seid ihr da. Dann startet bei uns jetzt die Power Oar. Sieht man schon, dass es ein Hecht ist. Der kommt. Und da ist er. Mach sachte. Ja, das ist wichtig. Ja, das war einfacher als gedacht. Hat ja gut geklappt. Ja, wir haben uns ein bisschen ausgemacht, weil das ja auch ein bisschen Spaß macht. Einer fährt die Fische an und sobald er einen gefangen hat, wechseln wir. Ging jetzt schneller als erwartet. Ich gucke mal auf die Uhr. War jetzt nicht so lang. Oh, warte. Und da ist er drin. Baby! Ja, zum Anwerfen haben wir jetzt genommen die Seiten 75 HH. Die kann bis 100 Gramm wunderbar werfen. Da ist er raus. Da ist er raus. Also falls ihr denkt, dass der Hecht blutet, unter Einsatz meines Lebens war ich mit einer Hand komplett drin. Oh, das ist gar nicht so groß, wie ich dachte. 95. Nee, gehen wir vorne ran. Da 1,5, 96. Die Power Hour trägt sofort Früchte und dieser Esox hat Potenzial, bis zum Schluss stehen zu bleiben. Christian und Paul machen unverzüglich weiter. Jeroen hingegen nimmt sich einen Moment. We just try this spot. This can be very good too, so hopefully we catch another one. First a cookie and then fishing. Okay, change of tactics. We tried a few drifts and some anchor points for pike. Only 2 followers, so we're gonna switch to the perch fishing for now, and we will be back in the afternoon for the pike. Yeah, we feel that it's important for us that we catch the perch on this first day. On the second day we have some good plans for the pike and the sander, but today we really need the perch, so we just wanted to be on this spot in the morning before the sun gets up. Ja, vis. Ziet er er goed uit? Ja. De Carolina? Ja, Carolina. Ja, het is een snoek. Ja, het is een snoek. pike. Ja. Pikey. Yeah! Yes! Pikey. Pikey. At least we have a pike. Yeah, exactly. Very nice. Cool. Not only perch on the creek crawl. So you arrive to the next spot. It's a deeper spot. And we have the first pike of the day. On the creek crawl again, on the Carolina rig again. So as you can see, it's not only a technique for perch, it's also very good for pike and zander too. It's touching. 68. 68. Die Creek Craw entpuppt sich heute als echter Multispezies-Happen. Kommen wir von vielseitigen Ködern zu vielschichtiger Kleidung. One thing I really enjoy with the Adventure clothes is that we have this concept of multi-layer. And what is multi-layer in fact is that you're going to have one jacket like our membrane set, and you're going to use it 12 months a year. You're going to use it in full winter. You're going to use it now end of the summer or in the summer. The breathability allowed you to have a really warm weather, because then you're going to remove the sweat from you. And in the winter, you just put underwear and you put inner layer like polar flea or different things. There I'm wearing the Pro Stretch, but this one is really waterproof. Even at 100 kilometers an hour on the water with my boat, I'm really getting dry all the time. So winter, summer, doesn't matter. Tell me in the comment what you think about this multi-layer, if you use it already or if it's something that you don't use. Alright, we just arrived at the new spot. Yeah, this is an area I know they are just living here. I know there is a supermarket for them, there is a bakery for them, they don't go away. Cool.
is a big one. Ik krijg gewoon geen kans om je te vangen, maat. We vangen alles samen. Alright, new spot. And again, a big fish on. Get in the net. Get in the net. Yes! Yes! Good, good. Oh, real big one again. 52. 52. Yes! Oh, what a beautiful fish, guys. So happy with it. 52 centimeters on the creek craw again, on the Carolina rig. Really old fish, as you can see, in the competition. I'm so happy with this fish. Really cool. All right, let's put it back where she belongs. Wow, man. What a fish. 52. Now we are going in the right direction. Let's go. Jeroen und Luc wechseln wie wild die Spots und tüten den nächsten Brecher ein, was sie aber nicht gerade in Jubelstürme ausbrechen lässt. Westin übernimmt nach diesem Barsch auf YPC-Rekordniveau die Führung. Auf dem Boot von Headbanger wäre nach so einem Fang vermutlich mehr los gewesen. So I tried with some bluish color, but due to the wind, the weather is getting a little bit murky. Just a little bit, but if you don't catch anything, you need to try something. So I'm blame something, so I'm blaming the color, and I'm just trying a new one with a little bit of fluo inside. So let's see if that makes a difference. Ja, jetzt nochmal probiert ein bisschen mit der Maus, indem wir gepullt haben quasi mit starken Schlägen, ob wir sie aktiviert kriegen. Hat nicht funktioniert. Einen schönen Fisch haben wir bekommen. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Wir haben jetzt noch knapp 5 Stunden Zeit. Da wird viel Flachwasserdriften sein. Jetzt probieren wir erstmal 1-2 Tonnen, weil uns die Zander noch fehlen, dass wir die recht zügig voll kriegen, und dann wird es halt auf Bonusfische im Flachen, weil man da immer nicht genau sagen kann, was man jetzt fängt. Aber wir hoffen auf 45er Barsche, und bei Hechten sehe ich jetzt erstmal noch kein Potenzial, dass wir da noch mal ran müssen heute, weil das wird schwer. Bleibt dran. Yeah. Okay, let's go for the zander, Jeroen, because we have 4 perch and an okay pike. Yeah. Now we need zander, because that's the best thing we can do to have more points. I think I know another spot for zander. Let's go for it. I have one. Oh. Zander. He's coming! Yes! That's the plan. That's the plan. In the middle of nowhere, from nowhere. I just only try cast like this way, and sometimes it can bring the fish. 55 centimeters under. Nice fish. It's bonus fish for us from nowhere, but sometimes you get luck. Go and swim. Yes. Okay. Noch vor Mittag den zweiten Zielfisch im Sack. Jan und Fred präsentieren sich bisher richtig stark und liegen jetzt wieder vorne. Team Headbanger arbeitet weiterhin am Barschplan. Allerdings bahnt sich ein Problem an. Right now we're fishing along an edge, and a few meters in here it's pretty shallow and a lot of grass, and where we're standing now it's a bed of mussels, and we're dragging the Carolina rigs along the bottom. That was the tactic that worked for us yesterday at least, so we're hoping that the perch is still here and that we can get a few of the big ones to bite, because today we really need the perch. That's our main goal for the day. If it's going like this, we need to stop anchoring. How should we fish if we not anchor for perch? Yeah, and it's impossible. You think it's gonna run out? It's taking a lot of water. Like in total? 70 amperes, but it seems like that it didn't charge. It's half already. That's not good. It's not good at all. Soll ich kurz warten und soll Lufen schmeißen? Ey, ohne Scheiß, wenn man doch sieht, dass da einer angelt.
Gentleman's Like ist anders. Nicht nachmachen. Also es gibt Dinge unter Anglern, die sind scheiße auf gut Deutsch und das ist so eine Aktion. Macht man nicht über einen Spot. Vollgas, das ist auch scheiße. Ja. Versteh's nicht. Der paced eh übers Flachwasser. Fahrrinne ist da drüben. Der Raser hinterlässt Zec einen verbrannten Spot. Westons nächster Angelplatz hingegen liegt unberührt im Nirgendwo. Okay, let's go. So this is a totally different spot. It's in the middle of the lake. The most people will never find this spot. I tell you, it's 5-6 meters deep. I didn't do a cast. I didn't even do a cast, and he's already hitting it. Yeah, let's go. He can never wait for me. So, but you cannot say you have a bad captain, sir. It's the best captain. Crazy day, what a crazy day, guys. On the bull tees. This is one of my favorite lures for sander fishing. That's a fantastic lure. And you have to say, the stand-up hit. We like to use the stand-up hit because the lure comes like this on the bottom. So, very good. It is 59. Nice sander, 59 centimeter again on the first cast of the spot. It's crazy though, Luke. It's unbelievable. What a day. Unbelievable. Yeah, okay, let's put it back. Catch another one. Luke liefert die Spots, sein Teampartner erledigt den Rest. Weston steht nun wieder auf Platz 1. Bisher gehen alle Wertungsfische aufs Konto von Jeroen und es scheint, als ließe Nummer 7 nicht lange auf sich warten. Kunnen we beginnen? Ja, daarom. I just said to Jeroen, if we catch one more reasonable zander, we can start for pike fishing. Okay, he says that he strikes. Unbelievable, this. Oh, it's huh? Oh, this one is not counting. I have a bream. Look. In his mouth. In his mouth. See, bulties catch everything. And I had a bite too. That's the crazy part. It's inside, eh? Yeah. Yeah. Oh, look at this. I have a bream. Oh, there he goes. Bye bye. Nice. Okay, that's no fishing for pike yet. We need one more zander. $56er Hecht. Das nicht der allergrößte, den ich in meinem Leben gefangen habe, aber zumindest einer für die Scorecard. Und der kommt ganz schnell zurück, weil solche kleinen Fische, die richten nachher nur mehr Schaden an, wenn sie länger an Bord sind, weil die zappeln wie die Bekloppten. Und Köder gewechselt. Ich fische den Multi-Vibe in 14 Gramm Golden Roach und ich habe unsere neue Größe 15er Bleak Shad geriggt hier an dem Multi-Vibe in 14 Gramm. Goldenes Blatt, hinten Trailerhook drauf, falls es doch mal schief gehen sollte. Und weil ich gedacht habe, die 15er Größe ist eigentlich bei dem Wetter auch nicht zu groß für kleinere Fische. Stimmt auch für Barsche. Da muss schon ein Barsch kommen, der richtig Bock hat. Aber genau, das ist das Setup. Und jetzt geht's weiter, weil vielleicht sind die noch mal on. Kurz vor der Halbzeit trägt sich auch Enrico in die Fangliste ein, mit einem buchstäblich halbstarken Hecht, wenn man sich an den Fisch von Johannes erinnert. Sei's drum, LMAB ist nun vor Zec, die jetzt, wie vor einiger Zeit angekündigt, die Methode wechseln. So Jungs, wir nutzen jetzt unser Power Hour, gell? Wir werden schleppen, weil was anderes ist bei dem Wind schon fast nicht mehr möglich. Als Köder, der Chris hat da mal unseren Danny drauf, der fängt ja eh immer. Und ich packe jetzt mal eine Geheimwaffe aus, und zwar unseren Cat Crank. Der kommt bei uns auf Zec aus dem Ballerprogramm. Ihr seht es schon an der Schaufel, der geht noch ein bisschen tiefer wie der Danny. Und außerdem hat der Cat Crank schon unser neues Design, die Augenpartie, diesen Schnitt hier
Also ein Zeckköder erkennt man schon von weitem. Und wir wissen ja, was für Welse gut ist, ist für Hechte noch lange nicht schlecht. Durch das, dass der noch ein bisschen tiefer taucht beim Schleppen, hoffen wir, dass vielleicht so Mutti einsteigt. Also wir fahren jetzt so auf einer, ich peile es mal so 3-4 Meter Tiefe an. Das heißt, der innere Crank, der soll so am Boden kratzen, ungefähr. Markus seiner wird so knapp über Grund laufen, ungefähr 1 Meter tiefer zur Fahrrinne hin. Und da gucke ich, dass ich jetzt ungefähr 3 km/h beibehalte. Da fahren wir jetzt in der Flachwasserzone entlang. Da kann alles kommen. Und das machen wir jetzt in der Power Hour. Ich wollte gerade sagen, mach der Motor aus. Ich glaube, es ist ein Hecht. Das ist ein Hecht. Oh, ein Stück Kampfrapf oder was? 50er Barsch. 50er Barsch. Da war ein Hecht. Kescher, Kescher, Kescher. Ach, scheiße. Okay. Und Fisch ist schon ab. 65 Nummer. Wie viel haben wir jetzt? 65er. Ist immer der gleiche. Ist immer der gleiche, der verfolgt uns. Also schnell zurück mit dem Kleinen. Die ersten Pike Knuckles von heute. Petri, grüß. Petri, Dank. Wir hatten Stress. Weiter geht's. Das Schleppmanöver trägt Früchte, allerdings sind die noch etwas unreif. An sich ist Zecks Strategie aber nicht verkehrt, wobei die Köderkontrolle bei Westin trotz der Windverhältnisse weiterhin gegeben scheint. Ja, good bite, good bite. In this heavy wind, wow. Is that misschien snoek of very strong. Maybe it's a pike or a big zander. I don't know. It's a big perch. Big perch! Oh, whoa! Monster perch! Wow! Big perch, man. Wow, that's another 50, I think. Look at this. Whoa! What a perch again. On the shetties. Just on the shetties. 51. My beast of a perch it is. I mean, I was fighting and thought this can be a pike, it can be a zander. I didn't know it, but it was fighting like a very heavy fish. But look how high he is. He is super high. It's maybe a fish for this time of year from 2,5 kilo or more. I think so, yeah. So, look at this. Wow. 51 cm Barsch im Durchschnitt. Bevor das Ganze noch aberwitziger wird, machen wir hier den Cut. Westin fischt hier bisher fast schon mit chirurgischer Präzision und führt verdient zur Pause. Vielleicht haben Luc und Jeroen in ihrer Turnierkarriere schon zu viel erlebt, um zu diesem Zeitpunkt in Feierlaune auszubrechen. Und so groß ist der Abstand auf Platz 2 ja auch tatsächlich nicht. Denn Jan und Fred angeln hier ebenfalls sehr ansprechend. Neuke auf Rang 3 wird sicher noch punktstärkere Fische benötigen. Für LMAB auf Platz 4 sprechen ein sehr guter und ein überragender Hecht. Bei Zeck war die Frequenz in Ordnung. Die Größen sind allerdings bis dato nicht konkurrenzfähig, während Headbanger momentan auf dem letzten Platz immerhin auf dem bisher besten Zander aufbauen kann. Wie sich das Ganze hier weiterentwickelt, seht ihr nächste Woche. Eines verraten wir euch aber schon jetzt. Enrico behält mit seiner Wetterprognose recht. Auch am Nachmittag herrscht Ochsenwetter. Seid also nächsten Sonntag ab 18 Uhr dabei und unternehmt in der Zwischenzeit doch einen virtuellen Bummel durch unseren Shop. Vielen Dank und ciao. Du bist ein echter Fan von Abu Garcia, Zwart Zonka oder den sympathischen YPC-Star Simon Torenbeck? Dann solltest du
diese Aktion nicht verpassen. Es ist Abu Week. Kaufe ganz bequem im Shop Produkte von Abu Garcia und Zwazonka und lande mit je 50 € Einkaufswert für diesen Marken automatisch mit einem Los im Lostopf. Dem Gewinner winkt ein unvergessliches Guiding mit Simon Thorenbeck inklusive Filmdreh, 2 Übernachtungen, Equipment, was du natürlich behalten darfst. Der Zweitplatzierte kann sich über eine handsignierte Abhakmatte von Simon und ein Beast Bellyboot freuen. Und abschließend der dritte Preis, ein einzigartiges Köder-Überraschungspaket aus dem Hause Zwazonka Abu Garcia. Nur vom 3. bis zum 12. Mai und nur auf Hecht und Barsch.de.